Heute darf es deftig sein und zwar deftig vegan. Sowas funktioniert nämlich auch echt gut. Wir machen heute einen Fast-Food-Burger aus 5 Zutaten. Wir haben Champignons, Kidneybohnen, Tamari, Maisstärke und Zwiebeln da drin. Und das ergibt diese Beauty hier. Ich werde die jetzt kosten und anschließend werde ich euch zeigen, wie man es zubereitet. Leichter geht's gar nicht. Viel Spaß! Lasst uns in diesem Fall auf jeden Fall mit den Burger Patties beginnen. Die sind natürlich der wichtigste Part des Burgers. Und wir wollen auch nochmal erwähnen, dass sie aus 5 Zutaten bestehen, was natürlich recht selten für ein Burger Patty ist, für ein selbstgemachtes, denn eigentlich haben wir da ordentlich Gewürze drin und Unmengen an Zutaten. Wir fangen jetzt mit den Champignons an. Die werden klein gehackt. So, die Champignons füllen wir jetzt einmal in ein anderes Gefäß um und häckseln dann separat die Kidneybohnen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn hier ein paar größere Stücke drin bleiben. Das macht sich eigentlich ganz gut im Biss. Wir nehmen unsere Kidneybohnen. Wir haben die Kidneybohnen jetzt auch in den Häcksler getan. Ganz, ganz wichtig, spült sie in einem Sieb gut ab und lasst sie ordentlich abtropfen, weil das Burger Patty nachher vor dem Braten natürlich nicht zu viel Flüssigkeit braucht, ansonsten zerfällt es uns natürlich. Und genau das haben wir jetzt schon vorher getan. Jetzt geht es ans Häckseln. Das machen wir auch eigentlich nur relativ kurz, denn wir wollen kein reines Püree, sondern wirklich mittelgrob gehackte Kidneys. Wir werden jetzt ein wenig Erdnussöl in der Pfanne erhitzen. Mein liebster Part, das Braten übrigens, macht am meisten Freude. Da kommen jetzt für ungefähr 1 Minute die Champignons rein. Die wollen wir einfach scharf anbraten, um feines, nussiges Röstaroma zu erhalten. Anschließend kommen für 2 weitere Minuten die Zwiebeln hinzu. Die braten wir nicht ganz so lange. Achtet darauf, dass ihr die Zwiebeln nicht allzu lange bratet. 2 Minuten sollten reichen, denn wir wollen die Schärfe der Zwiebeln nicht verlieren. Die macht sich unglaublich gut in aller Art von Burger Patties. Und genau, das machen wir jetzt. So, nach 2 Minuten nehmen wir die ganze Masse und füllen sie in eine Schüssel um. Um final die Kidney-Masse dazu zu schütten und alles gut miteinander zu vermengen. Das Ganze wird vermischt mit Maisstärke. Die Maisstärke ist enorm wichtig, weil wir natürlich das Patty irgendwie binden müssen, da wir Veganer ja nichts mit Ei oder Milch machen. Nehmen wir als Eiersatz in dem Fall die Maisstärke. Und die macht sich oberaus gut, auch wenn ihr so kleine Fleischbällchen oder ähnliche Sachen veganisiert, dann könnt ihr das super mit Maisstärke machen. Die wird schön knusprig in der Pfanne. In unserem Fall haben wir 30 Gramm Maisstärke, die hinzukommen. 2 Esslöffel Tamari. Wir schmecken das Ganze mit Salz und Pfeffer ab. Ich würde sagen, 2 Prisen genügen. Jeweils. Und unsere Patty-Masse wird gründlich vermengt, damit sich die Maisstärke natürlich auch gut verteilt. Jetzt kommt definitiv der beste Part an der ganzen Geschichte, nämlich das schmierige Formen der Patties. Macht mir mega viel Spaß. Teilt euch, es ist hilfreich, die Masse in 3 Teile und jetzt formen wir 3 leckere, knackige, hoffentlich bald knusprige Patties.
Entscheidet ganz alleine, wie lange ihr sie bratet, je nach Herd und je nach Hitze. Unterscheidet sich das natürlich ein wenig. Wir wollen die genau, wie ihr es hier seht, schön braun und kross haben. Jetzt ist auf jeden Fall der richtige Punkt, um die ganze Nummer hier abzubrechen, denn ich werde den jetzt verputzen und nicht vor der Kamera. Bis bald und ich hoffe, ihr werdet ihn nachmachen, denn er ist mega